Ja, ist gut. Ja? Ja, das finde ich gar nicht, weil dann ist Liang auch nicht so leise. Soll ich dir schon mal das Wasser reichen oder hast noch keinen Durst? Nee, ich habe noch nicht. 8 Jahre lang, ja? Wahnsinn. So eine Scheiße. Erste Klasse bis. Kennen wir doch hier. Das ist die Pflanzmaßnahme. Jürgen, was haben wir da gepflanzt? Wie viele Pflanzen waren es denn? 6000? Mindestens. Und wie viele haben überlebt? 1000. Müssen wir mal wieder hinfahren und mal gucken. Ja, Weiß nicht. Aber es war lustig auf jeden Fall. auf jeden Fall. Da haben wir auch Peters Papa, ja, und Peters Bruder zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Genau. Das war unsere Startfinanzierung für alles. Irgendwie witzig. Hier ist auch noch Dennis mit drauf. Richtig. So, Ja. nächstes Bild. Müsste 2014 gewesen sein. Wir wollten den Green Tech Award gewinnen Ja. und haben versucht, die Leute zum Abstimmen einzuladen und zu motivieren und dachten, was gibt es nicht Besseres, als in der Vor-Adventszeit Glühwein gratis zu verschenken. Ja. Richtig. Das ist vor der TU, vor dem großen Vorlesungssaal der TU. Genau, und im Hintergrund sieht man auch noch Peters Vito, der uns auch über viele Jahre und viele Kilometer immer treu begleitet hat. Und den ersten Prototypen gefahren hat. Witzig. Wir haben den Green Tech Award nicht gewonnen, aber wir haben zum ersten Mal so ein Community Building gemacht letztendlich. Und vielleicht weiß es sogar Tina, wer uns seitdem überhaupt noch folgt oder immer noch folgt. Insofern war eine coole Aktion und hatte ziemlich viel Startup-Mentalität. Einfach machen. Vielleicht nicht komplett alle Genehmigungsverfahren und Regularien eingehalten, aber auf einem kurzen Dienstweg durften wir das tun und haben an einem Tag einfach das so gemacht und alles dafür getan, um diesen Green Tech Award irgendwie erfolgreich zu bestreiten, auch wenn es dann nicht gereicht hat. Aber so an sich die ganze Maßnahme hatte schon echt viel Startup-Charakter. Und was dann auch noch passiert ist, dass uns die Initiatoren von dem Green Tech Award dann auch angeschrieben haben und wir durften dann auch tatsächlich ausstellen in Berlin. Das war dann der erste City Tree in Berlin. Ja? Da sind wir da mit dem Vito nach Berlin gefahren. Die Autoscheibe von Thomas wurde noch eingeschlagen. Ne, von Tina. Von Tina. Von Tina, genau. Die Handtasche wurde rausgeklaut. Da haben wir gemerkt, genau, Berlin ist genau das Richtige für uns. Und es war vor dem Tempodrom. Tempodrom. Ja. Ja. Genau. Nächstes Bild. Oh ja. Der Galileo-Dreh. Die Galileo-Dreh auch 2014. Oh, wow. 15? Ach, das war schon 2015. Stimmt, da habe ich ja auch schon ein paar Kilo weniger auf den Rippen. Ja, tja, Liak, ich frage mich, was wir uns da auf den Laptops angeguckt haben. Bilder vom Moos, das weiß ich noch genau. Ach ja. Tatsächlich, da waren so mikroskopische Aufnahmen vom Moos. Ja. Tja. Und dann ging unsere lange Freundschaft mit den Galileo-Leuten los, Auf die uns jeden immer Fall. wieder featuren. Und ich weiß noch so, die ersten Kommentare, als der Beitrag dann live ging, was wir da alles an Zuspruch bekommen haben. Ja. Das war echt cool. Ja. Das hat uns richtig einen Boost gegeben. Ja. Da haben wir gedacht, wir haben es geschafft. So, das war's jetzt. Ausgesorgt. Wir können hier von unseren Followern und Social Media leben. Und auch nochmal hier ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr das Bild dann seht, hier Peters Ohrstecker. Den vermisse ich ja nach wie vor. Weil das war so sein Markenzeichen. Das ist jetzt, doch, das ist sogar der Superman-Ohrstecker. Mein Lieblings-Ohrstecker, der Superman-Ohrstecker. Wunderschön. Gut. Jawohl! Jawohl. Das ist die größte Mythologie vielleicht von Green City Solutions. Liang und seine heimliche Verflossene. Die Königin von Holland, die Königin von den Niederlanden. Ja. Wow. Wow. Maxima. Ja. Der hast einen Witz erzählt. Aber das sieht man hier gar nicht. Also das ist nur eine Aufnahme von der Postcode Lottery.
in Amsterdam tatsächlich. Und da hatten wir die Gelegenheit, eben auch vor der Königin zu pitchen und uns kurz mit ihr zu den Ideen zu unterhalten und auszutauschen. Genau, und da war sie eben bei uns und wir durften etwas von unserer Idee erzählen. War sehr spannend und für mich auch eins der Highlights von Green City Solutions, weil wir da auch wirklich viel Geld bekommen haben, ne? 200.000 € Ja! als Runner-up. Also waren leider nicht die ersten, aber in dieser Sonderausgabe haben eben die ersten, haben sogar alle was bekommen, ne? Unter den Top 5. Genau. Ja. Wir waren eben die Zweitplatzierten und das hat uns tatsächlich damals 200.000 € Anschubfinanzierung gebracht. Da haben wir wieder gedacht, wir haben es geschafft. Ja. Oh wow. Oh wow. So, Liang, wo sind wir denn hier? 2016. Ich würde ja sagen, das ist Place de la Nation. Nee, Quatsch. Nee. La Défense. Meinst du? Aber also da ist Nextbike, ich bin mir gerade nicht sicher. Das könnte es denn noch sein? Das könnte auch irgendwo in Deutschland sein, tatsächlich. Naja, wohl auf der anderen Seite Das Aggregat. das Aggregat hatten wir auch mal in Paris mit. Das ist eine gute Frage, da können wir uns jetzt gerade nicht... Haben wir den Telefonjoker? Man merkt schon, es gab viele Aufstellungen zu der Zeit, dass ihr die nicht mehr zuordnen könnt. Auf jeden Fall. Also 2016 war ja... Oder 15. Das müsste 16 sein, hm? Oder? 17. 17 schon? Das finde ich schwierig. Das erkenne ich tatsächlich nicht. Aber 2017 war ich auch nicht so viel im Feld unterwegs. Gut, was man hier wahrscheinlich erkennen kann auf jeden Fall ist, dass der Peter noch den letzten Feinschliff im wahrsten Sinne des Wortes am City Tree vornimmt. 2017, da waren wir in unserer Produktgeneration zwar immer noch beim alten Modell vom City Tree, aber man sieht auch schon, dass da einige Verbesserungen stattgefunden haben. Und damals noch passiv, das heißt, wir hatten keine aktive Ventilation und natürlich auch noch nicht so einen schönen Biofilter, Moosfilter wie jetzt, sondern wir haben einfach die Moose eingesetzt und dann mit Deckpflanzen, was ist das hier? Bietens? Sedum. Ja, gearbeitet. Ja. Man muss tatsächlich sagen, diese Charge von City Trees, ich glaube, das waren 6 oder 8 Stück. Die haben wir alle gleichzeitig einmal bestellt in einem Los und die waren natürlich alle nachzubearbeiten und immer alle im Feld nachzubearbeiten. Und das zeigt dieses Bild, glaube ich, sehr gut, dass wir jedes Mal irgendwas im Feld nochmal nachträglich machen mussten, dass es dann wirklich perfekt dem Kunden übergeben werden kann. Und wenn man sieht, dass das heute alles zum Glück nicht mehr nötig ist, dann sieht man da vielleicht, was es bedeutet, Prototyping und Failing Forward im Feld zu praktizieren mit Hardware-Produkten. Also ich bin froh, dass wir die Flexscheiben mittlerweile zu Hause lassen können. Ja, auf jeden Fall. Aber wo war das? So, 2018. Ah ja. Oh, wir haben unsere Moosfarm Ja, gemietet. das Die ersten Moose haben wir tatsächlich auf dem Boden kultiviert, weil wir noch nicht die Ausrüstung dafür hatten, in verschiebbaren Mobilen zu arbeiten. Bis wir dann gesehen haben, dass auf dem Boden zu kultivieren gerade im Winter blöd ist, weil es ist einfach zu kalt und die Moose mögen das nicht, wenn man kalte Füße hat, sagt man dazu. Und deswegen war das alles schon sehr, sehr gut, wie wir das anfangs gemacht haben, aber hat zum Glück auch nichts mehr damit zu tun, was wir heute so praktizieren. Aber das waren tatsächlich die ersten Moose im Gewächshaus. September 18. Ja, Wer das ist denn ist dieser- 2019, TEDx-Konferenz. Adretter Kerl. Mensch, oder? Wahrscheinlich. Ja. Gehe ich mal stark davon aus, genau. Grand Park. TEDx Grand Park, genau, da hatten wir tatsächlich die Gelegenheit, in LA auch von unserer Idee zu erzählen. Wir wurden zum TEDx Grand Park eingeladen. Vielen Dank, Peter, auch nochmal, dass du das damals möglich gemacht hast. Habe ich nämlich eine Woche durfte ich mich dann aus dem Verkehr ziehen quasi und dort pitchen üben und dann auch nochmal live pitchen vor Publikum.
war eine sehr schöne Erfahrung und auch da hatten wir gemerkt, dass in den USA auch ein großer Bedarf ist. Gerade in LA waren da sehr, sehr viele Menschen, die dann gesagt haben, hey, super coole Idee, wollen wir auf jeden Fall machen. Das war um Thanksgiving 2019 rum, genau, und dann kam Corona. Tatsache. Ah, herrlich. Stichwort Corona, das war eine Woche vorher. Also da muss man sich vorstellen, wir arbeiten von Januar 19 bis März 2020 an dem Redesign des Produktes, legen die neue Generation auf, bauen das Marketing um, setzen alles ab für einen Restart mit einer geilen neuen Technologie-Generation und wollen das der ganzen Weltöffentlichkeit präsentieren mit Show und Standorten und Verhüllung und allem drum und dran. Und dann können die ersten Leute nicht anreisen, weil die ersten Flüge gesperrt wurden. Oder die ersten Companies gesagt haben, da ist irgendwas mit so einem Virus und wir können das nicht einschätzen. Und deswegen solltet ihr nicht mehr so viel reisen. Und trotzdem haben wir dort quasi das letzte Event mit knapp 100 Leuten irgendwie machen können. Und einen Tag später wurde der Lockdown verkündet. Ja. Abgefahren. Ja. Ja. Das sind die verhüllten City Trees in der Nähe vor der Gedächtniskirche in Berlin, also vor dem Bikini Berlin, um genau zu sein. Und am Tag darauf haben Peter und ich die dann zusammen mit dem Team feierlich enthüllt. Das war cool. Das war ein prägender Moment, weil alle so Unterstützer und Freunde aus den letzten Jahren dann mit da waren. Viele Partner, viele Kunden und sich da alle mit uns zusammen gefreut haben. Das war echt cool. Und dann mit dem Empfang danach, wo dann auch das ILK gesprochen hat und wissenschaftlich durchgeführt hat. Ja. Das war echt ein cooles Gesamtprogramm. Ja, auf jeden Fall. Und die ersten City Trees der neuen Generation. Ja. Mit Unterflurbeleuchtung. Cool. 2021. Gut ein Jahr später, würde ich sagen. Ein bisschen mehr als ein Jahr später. Das war im Frühsommer. GreenTech Festival in Berlin. Die Weltpremiere vom City Breeze. Also man sieht schon, dass es alles ein bisschen professioneller geworden ist, oder? Auf jeden Fall. Ja, City Breeze läutet so eine neue Generation ein, würde ich sagen. Ja. Also kann sich noch an unseren Slogan erinnern, Ökonomie und Ökologie vereint für den größten Impact. Ich glaube, in dem Produkt zeigt sich das am meisten. Dass auch ökonomisch das alles gut funktioniert, dass es skalieren kann. Auch wenn wir jetzt nicht so super scharf auf Werbung sind, aber es ist halt ein Informationsdisplay, es ist digital innovativ für die Stadt, in Kombination mit unseren Moosen, thermoneutral. Also an sich als Produkt, glaube ich, etwas ganz Neues. Ja. Und vielleicht das Beste, was wir je gemacht haben. Ja. Und vielleicht noch der Zusatz hier, mit der Telekom zusammen entwickelt, ja, die auch uns in dem Rahmen zumindest die Türen geöffnet hat, da bei dem Festival mit teilzunehmen und da den City Breeze zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Ja. Last but not least. Gute Frage. Hier steht jetzt, welches Bild wünscht ihr euch für 2022? Es gab da vor nicht so allzu langer Zeit ein lustiges Event mit einem umgebauten City Tree, der aussieht wie eine Lichterfontäne. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für mich, dass wir nochmal eine neue Zeitenrechnung angebrochen haben. Jetzt mit neuer Finanzierung, mit den fertigen Produkten, mit vielen guten Optimismus nach Corona oder hoffentlich nach Corona und mit viel Schwung fürs neue Jahr. Und das war so ein Event, wo man das richtig gefühlt hat, wo man einfach gemerkt hat, dass die Leute Lust drauf haben, wieder so ein Stück weit Normalität zu haben und die Projekte einfach reell werden zu lassen. Ja, und das könnte vielleicht sogar das sinnbildliche Foto für 2022 sein und bleiben. Ja, und ich will nochmal ein Foto mit Maximum haben für 2022.
Nee, aber Scherz beiseite. Ich glaube, wir hätten dieses Jahr gerne so ein Bild von City Breezes in ihrer freien Umlaufbahn. So, also wir hatten ja jetzt schon viele City Trees, die in echt eingesetzt wurden und mit dem City Breeze auch letztes Jahr in der Schweiz schon das erste Pilotprojekt. Aber gerade dieses Jahr haben wir festgestellt, hey, da gibt es ein richtig gutes Geschäftsmodell, eine ganz gute Idee, wie wir das kostenfrei, kostenneutral eventuell sogar für Städte und Gemeinde umsetzen könnten. Und das würde mich freuen, wenn wir da mal einige City Breezes in die kleinen Gemeinden bekommen, wo dann auch der Mehrwert der frischen Luft wirklich bei den Leuten direkt ankommt. Das fände ich cool. Das ist fair. Cool, vielen Dank. Letzte Szene. Let's grow fresh air! Wartet kurz, ich mache nochmal doppelt. Ja. Und Unglück. So, ja, wir müssen ja anstoßen. Wartet. So, und jetzt? Achso, jetzt stoßen wir an. Tja, Liang, also das verflixte 7. haben wir auf jeden Fall hinter uns gebracht. Und das 8. ja auch schon fast. Und cool, dass du noch an meiner Seite bist und dass wir das gemeinsam machen. Auf die nächsten 8 würde ich sagen. Ja. Let's Kann ich nur grow zurückgeben. Let's grow fresh air.